In dieser Ausstellung Fortschritt als Versprechen, Industriefotografie im geteilten Deutschland, geht es um Fotografie, die im Auftrag von westdeutschen Industrieunternehmen und ostdeutschen volkseigenen Betrieben entstanden ist. Und zwar Fotografie, die zur Repräsentation diente. Das heißt, sie wurde veröffentlicht in Broschüren, auf Plakaten, in Werkszeitschriften und soll so die Schokoladenseiten der Unternehmen nach außen tragen. Die Ausstellung ist in 4 Themenbereiche gegliedert. Es gibt ein Kapitel zur Stahlindustrie, zur Chemieindustrie, zur Textil- und zur Automobilindustrie und ganz am Anfang einen Prolog zum Kohlebergbau. In jedem Kapitel gibt es 2 Großfotos, eins aus einem Betrieb in der DDR und eins aus einem Unternehmen in der Bundesrepublik. Und diese Fotografien stehen letztendlich stellvertretend für die Industrien. Einen großen Unterschied gibt es erstaunlicherweise zwischen der Fotografie aus der Bundesrepublik und der DDR nicht. Wir haben doch festgestellt, der Hochofen bei Thyssen sieht so aus wie der Hochofen in Eisenhüttenstadt. Das ist auch eine tradierte Bildsprache, die wir da vorfinden, aber die Kontextualisierungen sind sehr verschieden, weil natürlich auch die Fortschrittsideale, die jeweils transportiert werden, unterschiedliche sind. Im Kapitalismus und in der sozialen Marktwirtschaft geht es halt um Wohlstand und um Erfolg, und in der DDR geht es natürlich eher darum, die sozialistische Ideologie zu propagieren. Die FotografInnen, die wir hier in der Ausstellung zeigen, sind zum einen interne WerksfotografInnen, die für Werkszeitschriften fotografiert haben oder für die interne Dokumentation. Zum anderen sind es aber auch externe freie FotografInnen, die zum Beispiel für Jubiläumszeitschriften oder besondere Aufträge angestellt worden sind. Es ist sehr verschieden, wofür diese Fotografien letztendlich verwendet worden sind. Das sind zum einen Messebroschüren, Werkszeitschriften, Anwerbebroschüren gerade in der DDR für neue Arbeitskräfte, aber eben auch illustrierte Zeitschriften wie die Neue Berliner Illustrierte Zeitung. Gestellt sind die natürlich in gewisser Weise alle. Also sie speisen sich aus dem normalen Betriebsablauf, aber natürlich wurde dann öfter mal an Stellen gesagt, diesen Handgriff jetzt noch mal ein bisschen plakativer zu zeigen oder hier noch einmal mehr Menschen, als normalerweise vielleicht in dem Prozess eingebunden sind, dazuzustellen, um die Fotografie letztendlich auch zugänglicher machen zu können. Die Frage, was Fotografie für Geschichte bedeutet und was es in unserer Sammlung für einen Stellenwert hat, ist insofern kompliziert, dass natürlich die Fotografie ein Medium ist, die zunächst mal die Illusion sehr stark transportiert, dass es so zeigt, wie es gewesen ist. Also die Dinge, die wir hier zeigen, sind auch gemacht worden, um gezeigt zu werden. Zwar nicht in Ausstellung, sondern im Magazin, aber trotzdem, sie sind alle aufgenommen worden, um einen Effekt, einen visuellen herzustellen, nämlich etwas zu transportieren, was diese Unternehmungen, diese großen Industrien über sich selber zeigen wollten. Insofern ist das ein bestimmtes Medium, was für uns als Haus durchgehend von großem Interesse ist, das Medium der Fotografie, weil man eben da immer die Frage hat, ja, in welcher Weise zeigt sich hier, wie es gewesen ist, oder zeigt sich hier vielmehr, wie man damals wollte, dass der Anschein entsteht, dass es ist.